Hallo ihr Lieben! Heute zeige ich euch das Rezept für den falschen Wasserbörek, der in nur 15 Minuten fertig auf dem Teller kommt. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich ihn zubereite, bleibt dran, ich starte gleich mit den Zutaten und der Zubereitung. 180 Gramm dreieckige Teigblätter. Hier zeige ich euch ein Produktbeispiel, damit ihr es im Supermarkt leichter finden könnt. Eine Handvoll Petersilie, 50 ml Rapsöl, 100 ml Milch, 100 Gramm Schafskäse, 2 Eier Größe M, je ein halber Teelöffel Salz, Pfeffer und süße Paprikapulver und ein Esslöffel Rapsöl zum Einpinseln. Zuerst vermische ich die Eier, Milch, Öl und die Gewürze miteinander. Für weitere leckere Rezepte von mir schaut gerne in meiner Playlist vorbei. Diese verlinke ich euch jetzt rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Dann nehme ich eine Küchenschere und schneide immer einige Teigblätter zusammen in kleine Streifen oder Stücke. Dies könnt ihr auch einfach mit den Händen machen oder auch mit dem Messer, aber ich finde, mit der Schere geht es eigentlich ganz einfach. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun verrühre ich die Masse und gebe den zerbröselten Schafskäse und die gehackte Petersilie dazu. Alles wird jetzt gut vermischt, sodass kein Teigstück mehr trocken ist. Dann brauche ich eine Pfanne mit Deckel und pinsel dann die Pfanne mit dem Öl ein. Meine Pfanne hier hat einen Durchmesser von 26 cm. Nun fülle ich die Masse ein und verteile sie gleichmäßig bzw. drücke ich die Masse an, gebe dann den Deckel darauf und lasse es bei niedriger bis mittlerer Hitze ca. 5 Minuten auf dem Herd kochen. Sobald die Unterseite goldbraun geworden ist, hole ich einen passenden Teller und gebe dann den Börek darauf. Wenn euch mein Rezept gefällt, freue ich mich über ein kostenloses Abonnement und damit ihr kein Video mehr verpasst, aktiviert gerne auch die Glocke. Die Pfanne pinsele ich mit dem restlichen Öl ein und lasse dann den Börek vom Teller in die Pfanne gleiten. Dann gebe ich den Deckel darauf und koche für ca. 5 Minuten weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.